Die Überlegungen von Direktor Strauß. Während all dies geschah, studierte Gefängnisdirektor Strauß lange und eingehend Marias Akte an seinem Schreibtisch. Die Details der Mordakte lagen noch immer wie ein Schleier aus Nebel. Maria hatte jahrelang kein einziges Wort über den Tod ihres Vaters verloren. Der Direktor sprach leise zu sich selbst. Diese Frau könnte tödlich sein, aber in ihrem Blick auf ihr Kind liegt kein Hass. Vielleicht ist sie für mehr hier als nur für eine Strafe. Strauß konnte keine Entscheidung treffen. War es richtig, dass Lina im Gefängnis aufwuchs? Sollte der Staat das Kind nach einem Jahr zu sich nehmen? Er steckte fest zwischen seinem eigenen Gewissen und den Gesetzen. Linas Fieber. Eines Nachts begann Lina plötzlich zu weinen. Es war ein Weinen, das die Wände des Zellentrakts zu durchdringen schien und hinaus in die Nacht reichte. Maria nahm das Baby panisch in die Arme. Linas Gesicht war gerötet, ihre Stirn glühte wie Feuer. »Helga«, schrie sie, »Helga!« Die Aufseherin kam angerannt. »Was ist los?« »Sie hat Fieber, sehr hohes Fieber.« Helga nahm Lina auf den Arm und öffnete die Tür zur Krankenstation. Dr. Steiner wirkte, als wäre er aus dem Schlaf gerissen worden. »Bringen Sie sie her!« Maria trat mit zitternden Schritten ein. Nach einer kurzen Untersuchung verzog der Arzt das Gesicht. »Eine Erkältung. Sie ist noch nicht kräftig. Vielleicht bekommt sie zu wenig Milch. Sie ist dehydriert.« Maria schrie verzweifelt zu sich selbst. Ich habe es nicht bemerkt?« Der Doktor wurde hart. »Auch wenn du eine Mutter bist, Maria, du bist eine Gefangene. Die ganze Verantwortung liegt auf deinen Schultern.« »Nein«, schrie Maria, »sie ist meine Tochter. Ich werde mich um sie kümmern.« »Das wirst du, Maria, aber auf die richtige Weise«, sagte Steiner und begann dem Baby Medikamente zu geben. »Heute Nacht schläfst du nicht. Kein Auge wirst du schließen.« Maria setzte sich auf einen Hocker und nahm Lina in den Arm. Die Schlaflosigkeit brannte in ihren Augen, doch der Atem des Babys wurde immer schwächer. Die ganze Nacht hindurch legte Maria kalte Umschläge auf Linas Stirn, wickelte sie fest ein und sang ihr ein Schlaflied. Zum ersten Mal mit einer singenden Stimme. Und als der Morgen kam, wich Linas Weinen einem leisen, wachen Atmen. Dr. Steiner lächelte. Gerettet. Maria sah Linas Gesicht an und brach schluchzend in Tränen aus. Heute habe ich gelernt, was Verlustangst ist. Das Aufbrechen der inneren Dunkelheit. Nach Linas fieberhafter Nacht hatte Maria einen Traum. Sie ging durch ein dunkles Haus. In jedem Zimmer befand sich ein Stück ihrer Vergangenheit. In einem Zimmer weinte ihre Mutter, in einem anderen hämmerte die wütende Stimme ihres Vaters gegen die Wände. In einem Zimmer drehte sich Herbert mit dem Blick jener Nacht zu ihr um und sagte, »Du hast mich getötet.« Im letzten Zimmer lag die kleine Lina. Doch das Gesicht des Babys löste sich in der Dunkelheit auf, verschwand. Schreiend fuhr Maria aus dem Schlaf hoch. Der Traum lastete schwerer auf ihr als die wirkliche Welt. Ich bin eine Mörderin. Aber kann ich auch eine Mutter sein? Ingrid sah sie von der Nachbarpritsche aus an. Wenn du deine Vergangenheit nicht tötest, wird deine Zukunft nicht geboren. Linas erste Stimme. Während das Morgenlicht in einer schmalen Linie in den Zellentrakt fiel, öffnete Lina die Augen. Sie griff nach Marias Finger. Dann gab sie zum ersten Mal einen klaren Laut von sich. Gu. Kurz, aber eindeutig eine Babystimme. Maria lächelte. Dein erstes Wort von mir soll ein Wort der Hoffnung sein. Auch die anderen Frauen hörten es und lachten. Eine winzige Stimme hallte zwischen den eisernen Gittern wider, als hätten die Gefängnismauern für einen Augenblick Risse bekommen.